Halt! Hast du überhaupt einen Angelschein? In Spanien brauchst du an allen Küsten eine Lizenz und seit 2026 auch eine App auf deinem Handy. In diesem Video erfährst du alles darüber. Zunächst einmal einige Fakten über den Meeresangelschein in Spanien, den ihr ja auch über mich bestellen könnt, wie viele wissen. Der Meeresschein, der Schein für die Küste, aber auch vom Boot, gilt in der Regel 3 Jahre und er gilt eben nur für das Salzwasser, das heißt nicht für Binnengewässer. Um den Meeresschein zu beantragen, braucht ihr keinen Nachweis einer Fischereiprüfung, ihr braucht also nicht euren deutschen sogenannten Polizeischein mitbringen. Aber genau wie in Deutschland zum Beispiel jedes Bundesland einen eigenen Schein hat, Polizeischein hat, so hat eben auch jede spanische Provinz einen eigenen Schein für die Meeresküste. Allerdings müssen diese Scheine in den unterschiedlichen Provinzen, genauso wie in Deutschland eben auch in den Bundesländern, untereinander akzeptiert werden. Das heißt, der Schein von Galicien gilt genauso auf den Kanaren wie auch umgekehrt zum Beispiel der Schein von den Balearen in Andalusien gilt. Das wissen manche Polizeibeamte nicht. Aber da gibt es jetzt eine Neuerung, zum Beispiel die App, auf die ich später noch komme. Wenn ihr über mich einen Schein bestellt, schicke ich euch in der Regel ein Schreiben der kanarischen Regierung mit, die eben besagt, dass alle Scheine der Provinzen akzeptiert werden müssen. Und in dieser neuen App, Pescarec, ist der Schein direkt eingetragen und jeder Polizeibeamte, Guardia Civil, alle dürfen euch kontrollieren, kann dann sofort sehen, ob euer Schein gültig ist. Denn in den letzten Jahren sind sehr viele Anbieter aufgetaucht, die Scheine für das Angeln in Spanien ausstellen. Diese können, aber müssen nicht unbedingt gültig sein. Mit dieser App könnt ihr überprüfen, ob euer Schein, den ihr erhalten habt, überhaupt gültig ist. In dem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass die Webseite SpanishFishingLicenses.com keine offizielle Seite der Regierung ist. Sie wird von diesem kanarischen Rentner betrieben, sicher ein cleverer Geschäftsmann, aber niemand, der euch mit weiteren Angeltipps versorgen kann. Das erkennt ihr zum Beispiel daran, dass eben ein .com da steht. Normalerweise haben spanische Webseiten die Endung .es oder eben .gob für Gobierno, für Verwaltung, .es. Der Schein für die spanischen Meeresküsten ist in 3 Klassen unterteilt, jedenfalls in den meisten Provinzen. Die erste Klasse ist für das Bootsangeln. Das gilt auch dann, wenn ihr mit einem kleinen Boot den Köder hinterher schleppt, also auch mit einem aufblasbaren Boot. Die Klasse 2 ist für Pesca al Pulmón, das heißt das Harpunentauchen. Und die Klasse 3 ist für das Angeln von der Küste, also der Schein, den ich euch auch bestellen kann. Die anderen beiden Angellizenzen erfordern persönliches Erscheinen bei der Behörde und teilweise zusätzlicher medizinischer Nachweise, natürlich auf Spanisch. Das hier ist übrigens mein persönlicher Angelschein für die Küsten Spaniens, ausgestellt von den Balearen. Und damit habe ich auch auf den Kanaren geangelt. Und wie gesagt, habe ich noch zusätzlich ein Schreiben, das besagt, dass die Provinzen untereinander alle Scheine akzeptieren müssen. Aber man sieht ganz gut hier an diesem Gezettel, was das Problem ist an der Papierform. Entweder kann es sich in Wasser auflösen, man hat es nicht dabei, im Auto liegen, im Hotel. Dein Handy, was hoffentlich wasserdicht ist, hast du immer dabei, da kannst du deinen Schein sofort zeigen. Und sie können auch sofort kontrollieren, ob das Papier, was du da in den Händen hältst, überhaupt gültig ist. Und ja, mein Schein ist gültig. Das war allerdings nicht von Anfang an so. Tatsächlich hatte die App anfangs einige Schwierigkeiten. Mein Pass wurde nicht akzeptiert, meine Telefonnummer wurde nicht akzeptiert und eben auch nicht meine Scheinnummer. Der Schein hat ja eine Nummer. Nach einigen Updates hat sich das Ganze gebessert und es funktioniert jetzt so einigermaßen. Die spanische Regierung ist da übrigens ein Vorreiter. Das ist eine EU-Vorgabe, das heißt, ihr müsst jetzt überall in allen EU-Ländern damit rechnen, dass ihr so eine App haben müsst. In Spanien heißt die eben Pescarec. Aber es ist nicht nur so, dass du die App auf deinem Handy haben musst und den Schein darin vorzeigen musst, sondern du musst auch ein Tagebuch führen bzw. ein Fangbuch führen. Tagebuch in dem Fall schon, weil selbst wenn du nichts fängst, sollst du deine Angelausflüge eintragen. Auf der einen Seite halt okay, auf der anderen Seite sind wir damit auch der gläserne Angler.
Man sieht, was wir fangen und wie viel wir fangen, wenn wir ehrlich sind. Und wenn nicht, sieht man es unter Umständen bei einer Kontrolle auch. Und das kann natürlich ganz leicht zu Strafen führen. Dass man eben zum Beispiel deinen Schein einfach totschaltet auf der App. Das ist jetzt mal eine dystopische Version der ganzen Geschichte. Tatsächlich wurde ich jetzt zum Beispiel im Urlaub überhaupt nicht kontrolliert, obwohl die Guardia Civil, die direkt im Hafen ansässig ist, praktisch jeden Angler hätte kontrollieren können. Aber so auch zum Beispiel sofort hätte feststellen können, wer denn auf der Mole war, der uns in dem besagten Video mit einem Jig auf dem Kajak beworfen hat. Sowas wäre leicht zu lokalisieren, denn eine Tracking-Funktion gibt es in der App natürlich auch. Und das könnte ein Vorteil der App sein, dass man auch weiß, wo du bist. In dem Fall, dass du zum Beispiel ins Wasser fällst. Allerdings lässt sich die Tracking-Funktion momentan noch ausschalten, sodass du dich nicht komplett beobachtet fühlen musst. Mache dich also mit der App vertraut. Ich habe die Links dazu in der Beschreibung unter dem Video. Und ansonsten hier noch einige Impressionen von meinem Kurzurlaub auf Gran Canaria. Zuvor war ich ja etwas länger auf La Gomera. Bis zum nächsten Video. Letzter Abend angeln auf Gran Canaria. Hier war ich nur eine knappe Woche gewesen. Hauptsächlich mit meiner Tochter, die eigentlich hier auch einen Pejerrey oder einen Barracuda fangen wollte. Aber sich vor 2 Tagen das Handgelenk fast gebrochen hätte, als sie ein Felsbrocken auf die Hand gefallen ist. Ist nochmal gut gegangen. Gran Canaria, un montón de Barracudas, jede Menge Barracuda, aber keine großen. Mal gucken, ob ich am letzten Abend noch anfange. Hey, ich krieg noch einen guten Abend, Barracuda. Cool, ich weiß es. Was haben wir denn da? Oh. Nein, 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 nein. Du bist bescheuert. No, 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 no. Ich heb mal ein bisschen raus, ne? Der Needlestick und der Barracuda und der Haramis, das geht einfach nicht anders. Schön. Ja, damit verabschiede ich mich von den Kanarischen Inseln mit diesem Barracuda. 70, 75 vielleicht. Barracuda gab es en masse, sowohl auf La Gomera als auch hier auf Gran Canaria. Ich hatte mir natürlich erhofft Bonitos. Fehlanzeige, ich habe auch keinen gesehen, der irgendwas sonderlich gefangen hat, außer einen Guiding-Gast von mir. Naja, immerhin. Ich hatte reichlich zu essen und wir sehen uns sicher wieder auf den Kanaren, aber erstmal fliege ich nach Norwegen. Vielleicht gibt es da dicke Dorsche. Bis dann.